Ich habe hier den iFlight AOS 5 V2. In der Lieferung haben wir 2 Satz Propeller, die Nazgul F5, Zubehör wie 2 Akkustraps, Ersatzschrauben und natürlich die super tolle AOS 5 V2 5 Zoll Drohne. Das ist der komplette Inhalt aus der Box. Der AOS 5 hat eine KDX Nebula Pro Kamera und hinten ist das Vista-Modul, ein F7 Flugcontroller, unten das ESC-Board mit 55 Ampere ESCs, auf dem hier ein Kondensator drauf sitzt. Die Motoren sind schwarz lackiert, das sind die Xing 2 2207, 1800 kV Motoren für 6S. Es gibt auch eine 4S Variante. Das sehr stabile und vibrationsarme Frame wurde von Chris Rosa entwickelt. Ihn kennt ihr bestimmt von YouTube. Das Besondere an dem Frame ist, dass er dicke Arme hat, aber wegen der Länge sind die Arme zusätzlich hier verstärkt und somit sind die Arme sehr stabil. Sie lassen sich nicht in sich drehen. Sie sind sehr steif durch die Dicke und durch den Arm kann man die Arme auch nicht in der Richtung drehen lassen. Also ist so ein Arm in 2 Achsen stabilisiert durch die Dicke und der zusätzlichen Stütze. Ich bin gespannt, wie der fliegt. Meine Version hat den Crossfire-Empfänger mit der Nano-Antenne und die HD-Version wiegt knapp 368 Gramm. Und dazu kommt noch ein Tattoo-Akku mit 1300 mAh 6S drauf und dann sind wir bei 568 Gramm zusammen. Ja, und mit der GoPro 8 Akkustraps 1300 mAh 6S Akku sind wir bei 706 Gramm Gesamtgewicht. Ich finde die GoPro ein bisschen stark nach hinten versetzt. Also es ist gerade mal so viel Platz, dass ich noch gerade so meinen Winkel hier hinbekomme. Eigentlich hätte man auch die Halterung ein bisschen nach vorne montieren können, sodass die Kamera mehr hier vorne ist und der Akku ein bisschen zur Mitte kommt. Aber so ist halt eben alles zentral vom Gewicht mittig. Das ist halt wiederum der andere Vorteil. Ne? Und hier bin ich schon auf der Wiese, fliege mit der Radiomacetic 16S und der DJI-Brille V2. Die GoPro-Kamera habe ich weggelassen. Ich mag den lieber ohne der Kamera zu fliegen, weil der dann nicht so schwer ist und es macht mir Spaß zu fliegen. Obendrauf sitzt ein 1300 mAh 6S Akku von Tattoo Airline und dann kann ich gleich loslegen. Ich hoffe, dass die kurze Crossfire-Antenne genug Empfang hat. Also auf die Plätze, fertig, los! Ich fliege jetzt etwas auf Sicht. Die Motoren haben Kraft genug. Der Quad fühlt sich gut beim Fliegen. Zum Glück haben wir heute noch ein gutes Wetter, recht mild, um die 15 Grad. Der Quad hat guten Klang, fliegt so, wie ich es erwarte. Bin schon gespannt auf das FPV-Fliegen. Ja, der fliegt wie auf den Schienen. Das ist hier das Bild von der DJI FPV-Brille V2. Ich bin immer noch erstaunt, wie gut das Videobild aussieht von der hier KDX Pro Kamera. Richtig gute Farben. Ich habe Focus Mode eingestellt, also nicht die beste Qualität, aber so sind die Bilder fließender. Ja, und der AOS 5 ist super gut eingestellt. Und Betafly habe ich folgende Veränderungen durchgeführt. Bei PID Tuning ist die Grundeinstellung, so wie man das hier sieht, Master. Und Chris sagte, man soll hier den Master-Multiplizierer mal nach Bedarf erhöhen. Also wenn man gut fliegt und ein bisschen mehr Reaktion haben möchte, dass der ein bisschen aggressiver fliegt, dann soll man das auf 1,1 erhöhen oder bis sogar 1,5. Ich habe bei mir die Einstellung auf 1,4 eingestellt. Bei Modes muss man noch die richtigen Einstellungen durchführen und hier stelle ich das runter. Bei mittlerer Stellung füge ich Horizon ein. Dann habe ich mir noch den Beeper hinzugefügt auf Kanal 3 und das sind meine Einstellungen. Wie man sieht, habe ich eigentlich gar keine Washouts. Nur hier in den Extremfällen merkt man etwas Washout beim starken Abbremsen und 180 Grad Drehung.
Also ein richtig guter, solider 5 Zoll Quad. Mir gefällt der richtig gut. Ich finde den mindestens so gut wie Nazgul 5 V2. Vielleicht noch besser, noch stabiler. Hier muss man eigentlich nur selber entscheiden, ob man jetzt die Standardform haben möchte, wie bei einem Nazgul V2, oder hier die stabile Form, wo die GoPro-Kamera nicht so ganz vorne steht. Ich denke, ich würde mich mehr für AOS 5 V2 entscheiden, weil ich das Gefühl habe, dass der Quad sehr gut und vor allem sehr stabil fliegt. Also, viel Spaß beim Fliegen.